Die Ergebnisse von Robert Habecks grüner Energiewende sind endlich bei uns angekommen. Die Grünen und ihre Ampelregierung feuern jetzt die Kohlekraftwerke wieder an. Schön, dass du hier bist. Ich bin David von Ich sehe das so und wir schauen uns jetzt das Ergebnis von Robert Habecks grüner Energiewende einmal an. Dazu werden wir uns einen kleinen Bildartikel zur Brust nehmen und schauen, was dort geschrieben steht. Also, wir tauchen ein. Habeck schaltet Kohle-Dreckschleudern wieder an. Ja, das ist das Ergebnis seiner Energiewende. Der Atomstrom ist weg, es lebe der Kohlestrom. Was die Dinger an CO2 emittieren, passt auf keine Kuhhaut. Aber es gehört irgendwie zum grünen Plan. Warum das so ist, man weiß es nicht. Weiter im Text. Potsdam. Überraschung bei Habecks Besuch im Braunkohleland Brandenburg. Als Grüner will Robert Habeck bis 2030 aus der Braunkohle aussteigen. Doch als Wirtschaftsminister will er die schmutzigen Reservekraftwerke im nächsten Winter wieder anheizen. Also, als grüner Wirtschaftsminister will er das, was er als grünen Politiker auf keinen Fall will, nämlich Kohleverbrennung. Ist das nicht der pure Wahnsinn, was Menschen machen, um an Macht zu kommen und an dieser zu bleiben? Aber weiter im Text. Ende Juni sollen die Kraftwerksreserveblöcke abgeschaltet werden, verkündet der Minister in der Potsdamer Staatskanzlei. Danach können sie mit einer Sondergenehmigung über den Winter wieder genutzt werden. Ist das nicht wunderbar? Ich frage mich nur, warum ist das mit den Atomkraftwerken nicht möglich? Diese wären deutlich sauberer als die Kohlekraftwerke. Aber der Herr Habeck wird ja wissen, was er macht. Den nötigen Antrag will Habeck jetzt bei der EU in Brüssel stellen. Wir müssen die Weiternutzung begründen, sagt er. Wir brauchen eine zusätzliche Kapazitätsreserve für den Winter. Denn volle Gasspeicher, Wind- und Sonnenstrom reichen in der dunklen Jahreszeit nicht aus. Und die Kernkraftwerke sind abgeschaltet. Ja, Herr Habeck, warum schalten wir dann die Kernkraftwerke nicht wieder an? Und warum versprechen Sie uns, dass Wind und Sonne die Lösung für uns alle sind, wenn Sie hier sagen, dass es in der dunklen Jahreszeit nicht ausreicht? Es ist wirklich so. Ganz egal, wie viele Windräder und Sonnenkollektoren in Deutschland aufgestellt werden, im Winter ist es dunkel und der Wind weht häufig ein paar Tage am Stück sogar nicht. In diesen Zeiten gibt es keine nennenswerte Energie aus Wind und Sonne. Das bedeutet, egal wie viele von den Dingern ich aufstelle, ich muss daneben einen zweiten Vorrat in derselben Kapazität aufstellen, der im Falle einer Dunkelflaute die Energie liefert. Das bedeutet, alles muss doppelt vorgehalten werden. Die Atomkraft wäre zurzeit die sauberste Alternative dafür. Aber nein, wir nehmen den Kohlestrom, aber wir haben noch Träume. Weiter im Text. Das will Habeck rasch ändern. Wir bauen jetzt ein Wasserstoffkernnetz, das Häfen, Kraftwerke, Ein- und Ausspeisepunkte in ganz Deutschland verbindet. Eine Art Wasserstoffautobahn. Derzeit plant der Bund Trassen, Standorte, Gasmengen und Vergütung. Habeck, bis Jahresende starten wir die Ausschreibung für die neuen Kraftwerke. Ja, Herr Habeck, Sie können Ihre Wasserstoffkernnetze ausbauen, wie Sie möchten, genauso wie Sie es zuvor mit Wind und Sonne gemacht haben. Es ist doch einfach nur eine neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird und dann irgendwann zusammenbricht, weil Sie waren doch schon in der Welt unterwegs und versuchten, Wasserstoff zu organisieren. Ich glaube, das war nicht überall von Erfolg gekrönt. Das heißt, bevor ich eine Infrastruktur aufbaue, muss ich doch dafür sorgen, dass das Produkt, das ich durch diese Infrastruktur jagen möchte, auch wirklich verfügbar ist und das zu einem Preis, der für die Bürger zu stemmen ist. Und zwar problemlos. Und diese zwei Sätze sind jetzt wirklich bemerkenswert, also genießt sie. In 5 Jahren sollen die klimaneutralen Stromfabriken fertig sein. Alle grundlastfähig wie Kohlekraftwerke. Anders als Wind und Sonne. Ja, wie Herr Habeck? Wind und Sonne sind nicht grundlastfähig? Also das habe ich von den Grünen jetzt doch die ganze Zeit irgendwie ein wenig anders in Erinnerung. Aber habe ich falsch aufgenommen. Ich mag mich irren. Die Kohleländer Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt halten am Ausstiegdatum 2038 fest. Habeck, die Debatte um den Kohleausstieg
wird sich nach der Wirklichkeit richten. Wenn fossiler Strom billiger als erneuerbarer ist, ist das ökonomisch nicht richtig. Deshalb müssen wir die Netzentgelte senken. Ja, okay, verstehe. Das bedeutet, wenn der Kohlestrom günstiger ist als die erneuerbare Energie, und nein, Energie ist nicht erneuerbar, dann macht man was? Man subventioniert den teuren erneuerbaren Strom, um die Kohlekraft schlecht dastehen zu lassen. Gute Entscheidung. Der Bürger wird's Ihnen danken. Stromgroßverbrauchern wie Stahl- und Aluhütten, Papier- und Zementfabriken versprach der Wirtschaftsminister Billigpreise. Der Industriestrompreis von 6 Cent wird kommen, sagte Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke nach dem Gespräch mit Habeck. Also auch hier wird en masse Steuergeld reingebuttert in Unternehmen, um den Preis, der vorher künstlich hochgetrieben wurde, günstig zu machen. Der Bürger bezahlt es ja. Noch offen ist der Zeitpunkt für das Discount-Angebot an die Industrie. Der Grund? Über die milliardenteure Stromsubvention muss Habeck noch mit Finanzminister Christian Lindner verhandeln. Der hat bisher noch jeden Habeck-Plan zurechtgestutzt. Doch wenn es um Geldgeschenke für die Wirtschaft geht, macht auch Lindner mit. Ja, das mag stimmen. Also, wieder werden Milliarden von Steuergeldern in eine künstlich aufgepumpte CO2-Zertifikatsblase gesteckt und fließen dann an die Industrie ab. Der Bürger freut sich, wenn er mal wieder blechen darf. Oder? Wie siehst du das? Schreib's doch in die Kommentare. Also, was lernen wir aus diesem Artikel? Habecks grüne Energiewende führt uns geradezu in den Kohlekraftwerkssmog und es kostet abermals viel Geld, die beim Bürger als Steuern eingetrieben werden. Dafür bekommt dann die Industrie günstigen Strom und auch dem Bürger wird unter die Arme gegriffen und bei seiner Stromrechnung geholfen. Das bedeutet, ich ziehe dem Bürger das Geld aus der linken Tasche, nehme einen kleinen Packen davon, steck's ihm wieder in die rechte Tasche. So mache ich als Politiker den Bürger von der Regierung, von der Politik abhängig und er denkt auch noch, dass es ein Geschenk von der Politik ist, ohne zu merken, dass ihm dieses Geld bereits zuvor aus der Tasche gezogen wurde. Das sind astreine Wahlgeschenke und der Versuch, den Bürger für die nächste Wahl zu kaufen. Wenn dir meine Arbeit gefällt, solltest du diesen Kanal jetzt unbedingt abonnieren, um kein weiteres Video zu verpassen. Ich bedanke mich jetzt schon bei dir. Du solltest dir aber jetzt dieses Video anschauen. Wenn du dabei nichts lernst, wirst du auf jeden Fall großartig unterhalten und das ist doch auch was. Wir sehen uns drüben. Bis gleich. Tschüss.